Booster zerreißt ungeplant bei Starship-Test. Blue Origin zeigt riesiges New Glenn-Update. Die ESA will eigene Crew-Fähigkeiten. Isaac Mann soll NASA leiten. Zu viel SpaceX-Nähe. NASA-Teleskop Swift wird per Privatmission gerettet. Deutschland hat endlich eine Weltraumsicherheitsstrategie und Europas größte Raumfahrtmesse in Bremen. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Space-Update auf Deutsch. Blue Origin überrascht nach dem zweiten erfolgreichen New Glenn-Flug mit ganz neuem Selbstbewusstsein. Nach Jahren der Schildkrötenschritte demonstriert das Unternehmen Stärke, nicht nur mit der ersten erfolgreichen Boosterlandung der New Glenn, sondern auch mit einem umfassenden technischen Upgrade-Plan, der das System an die Grenzen des heute Machbaren bringen soll. CEO Dave Limp lässt keinen Zweifel, die nächste Phase hat begonnen und sie heißt Wachstum in jeder Hinsicht. Ich hatte schon über die etwas schwache Motorisierung der New Glenn gesprochen, jetzt stehen massive Verbesserungen an bei der Antriebstechnik für die Schwerlastrakete. Die 7 BE-4-Triebwerke der R-Stufe liefern künftig über 2000 Tonnen Schub, ein Zuwachs um über 15% im Vergleich zur ursprünglichen Angabe. Möglich wird es durch verbesserte Triebwerksarchitektur und durch den Einsatz subgekühlter Treibstoffe, eine ursprünglich sowjetische Technik, die SpaceX auch bei der Falcon 9 nutzt. Auch die zweite Stufe der New Glenn geht ins Fitnessstudio pumpen. Ihre 2 BE-3U-Triebwerke, die steigern von 155 Tonnen auf 181 Tonnen Gesamtschub. Diese neue Leistungswerte, die machen sich direkt bezahlt. Die Kapazität der aktuellen New Glenn, die steigt so auf über 45 Tonnen in den Leo. Das war ursprünglich auch für die aktuelle Hardware-Generation geplant. Aber man kennt's ja, das Entwicklungsprogramm zieht sich hin. Die Hardware sitzt deprimiert auf dem Sofa und schwuppsdiwupps sind ein paar Tonnen zu viel auf der Hüfte. Als Senkrechtvater fällt es mir abends echt schwer, fürs Büro vorzukochen. Nach Feierabend ist einfach keine Energie mehr da. Kinder ins Bett bringen, Haushalt, Projekte und dann noch Meal Prep, vergiss es. In meiner Mittagspause bin ich dann deshalb oft zum Dönerimbiss oder habe mir was vom Bäcker geholt. Geht zwar schnell, aber auf Dauer natürlich keine Lösung. Jewett ist das kulinarische Upgrade für deinen Büroalltag. Ich nutze Jewett seit bald 2 Jahren. Morgens ganz entspannt entscheiden, worauf ich mittags Lust habe. Dann werfe ich das Gericht in die Mikrowelle und habe dann in 8 Minuten ein vollwertiges heißes Essen auf dem Teller. Ohne Abo, ohne Stress. Dank Flash Freezing bei minus 45 Grad Celsius bleibt Geschmack, Konsistenz und Nährstoffe komplett erhalten. Ich weiß, viele trauen Tiefkühlgerichten diesen Vergleich nicht zu, aber Jewett kann locker mit Restaurants mithalten, kostet aber nur die Hälfte. Hier wird von Hand von Profis vorgekocht und das schmeckt man. Meine Empfehlung, wenn ihr bei der Auswahl erstmal überfordert seid, Rinderragout mit Preiselbeeren und Linguini Avocado Limette. Könnte ich mich reinlegen. Wenn du Jewett auch mal ausprobieren willst, mit meinem Link und dem Code Senkrechtstarter, da bekommst du 10% Rabatt auf deine erste Jewett-Bestellung. Findest du natürlich auch in der Beschreibung. Der richtig große Hammer von Blue Origin ist dann vermutlich ein anderer. Ich hatte schon im Livestream vom Start gesagt, bemerkenswert, wie viel höher die Starttürme der New Glenn sind. Das lässt doch auf größere Raketen wie eine New Armstrong schließen. In einem Renderbild, das Dave Limp unter dem Titel Because You Asked auf X veröffentlichte, tauchte ein neues Raketendesign auf. New Glenn 9x4. 9 BE-4-Triebwerke in der Erststufe, 4 BE-3U in der zweiten Stufe. Ein System, das über 70 Tonnen in den Low Earth Orbit und mehr als 20 Tonnen in eine Translunar Injection bringen können soll. Damit liegt die New Glenn 9x4 zwischen Falcon Heavy und Starship. Außerdem in der Infrastruktur geht's mit Tempo voran. Blue Origin kündigte an, die Zahl der Starts schon 2026 auf über 1 Dutzend zu erhöhen. Fun Fact, das ist das maximale Ausbauziel für die Ariane 6 in ein paar Jahren. Wie Limp Eric Berger von Ars Technica sagte, ist die Infrastruktur und Produktion der New Glenn auf 24 Starts pro Jahr ausgelegt. Voraussetzung, der Flaschenhals bei der Produktion der zweiten Stufe wird durchbrochen. Aktuell entsteht eine New Glenn Stage 2 pro Monat, doch mit neuen Fertigungskapazitäten in Huntsville und Florida will Limp die Produktion nochmal verdoppeln. Das Ziel hardware-rich sein, genug Vorrat, um bei Problemen sofort nachzulegen. Schon beim nächsten Flug, angekündigt für aktuell Januar 2026, soll der gerade erst gelandete Booster mit dem Namen Never Tell Me the Odds erneut starten. Dabei soll der Blue Moon MK1 Lander getestet werden. Kommen wir zur Infrastruktur der direkten Konkurrenz. In der Starbase tut sich was. Das ist ziemlich sichtbar. SpaceX hat den Ship Quick Disconnect Arm, SQD, für das neue Pad B, auch bekannt als Pad 2, an den Startplatz gerollt. Der massive Versorgungsarm liefert dem Starship auf der Rampe Treibstoff, Strom und Daten und schwenkt dann unmittelbar vor dem Abheben zurück. Künftig soll er die neue Block 3 Generation der Oberstufen versorgen. Parallel dazu schreitet der Abriss des bisherigen Startplatzes 1 rasant voran. Mit schwerem Gerät wurden die Standbeine des Startschiffs gezielt gefällt. Inzwischen sind sie alle Geschichte und auch die Chopsticks werden bereits für die neue Variante eingekürzt. Pad 2 hingegen rückt immer näher an seine Einsatzbereitschaft. Noch in diesem Jahr hätte dort ja Booster 18 für Flug 12 getestet werden sollen. Der erste Einsatz eines Block 3 Starships, das serienmäßig in der Star Factory gefertigt wird.
Hätte, Starlink-Auswurfsmechanismuskette. Ich sagte eben, dass Booster 18 getestet hätte werden sollen, aber das ist hinfällig, denn während ihres Betankungstests am Morgen des 21. November, da erlitt Booster 18, er war der erste Vertreter der neuen Block 3 Generation, einen schwerwiegenden Fehler am Sauerstofftank. Dabei riss eine komplette Seite des Tanks auf, wie ein Video von NASA Spaceflight zeigt. Hier wieder ein riesen Shoutout an NASA Spaceflight für die permanente Berichterstattung von vor Ort. Mittlerweile hat sich auch SpaceX zu dem Test geäußert. Booster 18 wies während der Druckprüfung, die vor der strukturellen Belastungsprüfung durchgeführt wurde, eine Anomalie auf. Das Fahrzeug enthielt laut SpaceX keinen Treibstoff und die Triebwerke waren noch nicht installiert. Die SpaceX-Teams, die benötigen jetzt Zeit für die Untersuchung, bevor die Ursache sicher ermittelt werden kann. Da bei dieser Art von Test ein Sicherheitsabstand für das Personal üblich ist, wurde niemand verletzt. Der Standort, der bleibt gesperrt und SpaceX arbeitet an Plänen für eine sichere Wiederaufnahme der Arbeiten von vor Ort. Ja, der ambitionierte Zeitplan für Flug 12 wird sich nun sicherlich verzögern. Das weckt dunkle Erinnerungen an den Generationssprung von Hardware 1 auf Hardware Generation 2. Doch es gibt noch ein paar Fortschritte im Starship-Programm zu vermelden. Bei Starship 39 wurde am letzten Sonntag das letzte Barrel-Segment an der hinteren Dome-Sektion vorbereitet. Ein struktureller Meilenstein auf dem Weg zur Fertigstellung. Gleichzeitig meldet der Teststand in McGregor ein technisches Highlight. Die Raptor 3 Triebwerke 65 bis 68, die passierten am 18. November nahezu im Gleichschritt die Prüfstände. 4 potenzielle flugbereite Motoren in Serie. Zusammen ergibt sich ein klares Bild. SpaceX bereitet mit Nachdruck den nächsten Evolutionssprung bei der Starship-Hardware vor. Ich war diese Woche auf der Spacetech Expo in Bremen und habe unter anderem mit Vertretern der Bundeswehr über das Weltraumlagerzentrum gesprochen. Dass Deutschland jetzt 35 Milliarden Euro für Raumfahrt ausgeben möchte, darüber hatten wir schon berichtet. Jetzt in dieser Woche ist mit der ersten deutschen Weltraumsicherheitsstrategie von der Bundesregierung auch klar geworden, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Wen das Thema mehr interessiert, dem empfehle ich mein Interview mit Dr. Antje Nötzold von der Universität der Bundeswehr München. Sie konnte direkt erklären, was an der Strategie so bahnbrechend ist. Ebenfalls bemerkenswert, auf dem Cover der Sicherheitsstrategie sehen wir ein Foto vom Erstart von ESA Aerospace. ESA Aerospace hat einen neuen internationalen Auftrag an Land gezogen. Mit dem US-amerikanischen Missionsdienstleister SEOPS hat man einen Vertrag über einen dedizierten Raketenstart im Jahr 2028 abgeschlossen. Für SEOPS ist es der erste europäische Start im Rahmen seines LaunchLog Prime-Programms, das Kunden flexibel und zuverlässige Zugangsmöglichkeiten zum All bietet. Ich gestehe, ich habe letzte Woche keinen einzigen Raketenstart gesehen. Bei 18 Interviews, die ich da wie am Fließband auf der Spacetech Expo geführt habe, sei mir dieser Frevel verziehen. Ist natürlich trotzdem viel gestartet. Am Montag, 17. November, da startete eine Falcon 9 vom SLC-4E in Vandenberg. Mit dem Start des ESA-Satelliten Sentinel-6B hat SpaceX seinen 500. Einsatz einer flugerprobten Falcon 9-Rakete oder einen flugerprobten Falcon 9 Boosters gefeiert. Vielleicht dachte sich SpaceX, hey, wir müssen der ESA vor der ESA-Ministerratskonferenz nur mal kurz zeigen, wie man 2025 Raumfahrt betreibt. Die Mission selbst, die markiert den erfolgreichen Abschluss einer seit Jahren geplanten Doppelmission. Sentinel-6A war bereits 2020 gestartet. Am Dienstag, 18. November, da startete Rocket Lab eine Elektronrakete von der Wallops Flight Facility in Virginia unter dem HASTE-Programm. Da wurde ein suborbitaler Hyperschalltest für die US-Regierung durchgeführt. Am Mittwoch, 19. November, da brachte eine Falcon 9 vom SLC-40 in Cape Canaveral 29 weitere Starlink-Satelliten in den Orbit. Ebenfalls 19. November, da startete eine chinesische Langer Marsch 2C von Jinquan aus. An Bord waren 3 Satelliten der Shijian 30-Serie zur Überwachung des Weltraumumfelds. Am Donnerstag, 20. November, da startete Rocket Lab erneut, auch eine Elektron, und zwar da vor der Mahia-Halbinsel in Neuseeland. An Bord ein Black Sky-Satellit. Das war der dritte der neuen Gen 3 Erdbeobachtungssatelliten von Black Sky. Am Freitag, 21. November, da brachte eine Falcon 9 vom LC-39A im Kennedy Space Center weitere 29 Starlink-Satelliten in den Orbit. Ebenfalls am 21. November, da startete eine chinesische Langer Marsch 3BE und zwar von Xicheng. An Bord war eine klassifizierte Mission unter dem Namen TJSW 21. Die sollten offiziell Kommunikationstechnologie testen. Und der Wochenabschluss am Samstag, 22. November, da folgte ein weiterer Starlink-Start, diesmal von Cape Canaveral. Nach der Spacetech Expo in der vergangenen Woche wird Bremen jetzt in der kommenden Woche zum Zentrum europäischer Raumfahrtpolitik. Beim ESA-Ministerratstreffen da werden Vertreter der Mitgliedstaaten über Milliardeninvestitionen und strategische Weichenstellungen beraten. Während die ESA traditionell auf zivile Forschung ausgerichtet ist, verschieben geopolitische Spannungen ja nun die Prioritäten. Die Bundesregierung, die plant zur ESA-Ministerratskonferenz eine Aufstockung ihrer Beiträge zur Europäischen Weltraumorganisation. Damit setzt sie ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag um. Ziel sei es,
sich in allen ESA-Programmbereichen finanziell zu engagieren. Inhaltlich liegt der Fokus auf dem Aufbau technologischer Spitzentechnologien sowie einem Paradigmenwechsel in der Trägerpolitik, weg von staatlicher Vergabe hin zu wettbewerblichen, nutzer- und anwendungsorientierten Startdienstleistungen. Klar, auch der unabhängige Zugang zum All, der werde als essentiell für eine resiliente Weltrauminfrastruktur betrachtet. Ich will mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, aktuell deutet alles darauf hin, dass Deutschland einen neuen Führungsanspruch in der Raumfahrt anmeldet. Hoffen wir mal, dass die Preise, die die Industrie bei der ESA angemeldet hat, real sind. Es ist ja Black Week, die Woche, in der der Handel mit angeblichen Rabatten an unser Portemonnaie will. Wie man sich in der Black Week nicht verarschen lässt, das ist übrigens der Inhalt der neuen Impulsfabrik-Folge. Verlinke ich auch unter dem Video. Die französische ESA-Astronautin Sophie Adenau wird 2026 auf der ISS den ersten europäischen Raumanzug für den Einsatz im Innern der Raumstation testen. Der sogenannte Eurosuit, der entstand in Zusammenarbeit der französischen Weltraumagentur CNES mit dem Weltraummedizininstitut MEDES und dem Sportartikelhersteller Decathlon. Ziel ist ein besonders ergonomischer IVA-Anzug, das steht für Intravehicular Activity, der sich dann unter 2 Minuten an- und ausziehen lässt. Die Tests an Bord der Raumstation konzentrieren sich dann auf die Alltagstauglichkeit und Bewegungsfreiheit in beengten Raumstationen. Die französische CNES sieht das Projekt als Auftakt für eine größere Vision. Europa soll langfristig eigene Kapazitäten für Crew-Raumfahrt aufbauen. Passend dazu fordert die ESA ja auch, dass Raumkapseln grundsätzlich auch für spätere Crew-Missionen weiterentwickelt werden können. Der Eurosuit ist damit mehr als nur ein Anzug, er ist auch ein Symbol für Europas Anspruch auf mehr Eigenständigkeit im All. Ja, genau, über das Thema habe ich mich auch diese Woche erneut mit Viktor Meyer von der Exploration Company unterhalten. Wie lange wird's dauern, wenn wir jetzt auf der ESA-Ministerratskonferenz sagen, ja, wir machen das, bis wir europäische Astronauten auf europäischen Trägern in europäischen Raumschiffen im All sehen? Verlinke ich euch unter dem Video. Apropos europäische Astronauten, zwischen September und Oktober durchlief die Astronautenreserve der ESA eine 8-wöchige Intensivschulung am Europäischen Astronautenzentrum in Köln. Die 9 Mitglieder, darunter Amelie Schönwald aus Deutschland, vertieften ihre Kenntnisse in Raumfahrtsystemen, Orbitalmechanik, Kommunikation und Lebenserhaltung. Neben Theorie stand auch Praxis auf dem Programm, Feuerlöschübungen, Tauchgänge im Neutral Buoyancy Becken und Seetraining in Rostock bereiten die Gruppe auf Extremsituationen im All vor. In Virtual und Extended Reality Simulationen trainierten sie auch ISS-Außenbordeinsätze. Die Ausbildung, die umfasste zudem Medienarbeit, Weltraumrecht sowie medizinische Grundlagen. Die europäischen Flaggschiffmissionen LISA, Envision und New Athena stehen auf der Kippe. Grund sind milliardenschwere US-Haushaltskürzungen, die die NASA zwingen könnten, ihre Zusagen zurückzuziehen. Die Gravitationswellen-Messmission LISA, die hatte eigentlich NASA-Hardware-Zusagen im Wert von rund $1 Milliarden. Ja, wobei gerade Deutschland beim Thema Laser extrem gut aufgestellt ist. Die ESA will da notfalls auf eigene Entwicklungen setzen. Auch der Venus-Orbiter Envision sowie Europas Mars-Rover Rosalind Franklin, der ja bereits 2 Nahtoderfahrungen überstanden hat, sind betroffen. Im Raum steht ein Finanzloch von rund $2 Milliarden. Das Vertrauen in Washingtons Verlässlichkeit, das sinkt. Apropos NASA, nach dem 43-tägigen Stillstand der US-Regierung laufen die NASA-Social-Media-Kanäle wieder. Perseverance meldet den Fund eines ungewöhnlichen Gesteins, der Phipsaxla, ich hoffe, das ist irgendwo richtig, Phipsaxla getaufte Brocken, der ist etwa 80 cm groß und reich an Eisen und Nickel. Das sind typische Merkmale eines Meteoritenkerns. Sollte sich die Herkunft aus dem All bestätigen, wäre es Perseverance erster Meteoritenfund überhaupt. Frühere Mars-Rover wie Curiosity, Opportunity und Spirit, die hatten bereits mehrfach vergleichbare Funde gemacht. Mit dem Ende des Shutdowns da läuft die planetare Feldforschung also endlich wieder. Super. Die NASA hat auch neue Bilder des interstellaren Kometen 3E Atlas veröffentlicht. Er ist das 3. bekannte Objekt aus dem interstellaren Raum, das unser Sonnensystem durchquert. Das wurde von mehr als 1 Dutzend NASA-Instrumenten beobachtet. Trotz der Gerüchte über eine außerirdische Herkunft, außerirdisch ist schon korrekt, aber von Alien ist er nicht gemacht. Es ist ein natürlicher Komet, wie die NASA betont. Die Aufnahmen zeigen einen unsichtbaren Lichtpunkt. Kein Wunder, denn selbst die nächsten Sonden, die waren noch 19 Millionen Meilen entfernt. Wie ich finde, besonders bemerkenswert, selbst die Parker Solar Probe, die ja auch durch die Sonnenkorona fliegt, die lieferte Bilder des Besuchers. Das James Webb Teleskop, das soll den Kometen nun weiter verfolgen und tiefergehende Einblicke ermöglichen. Die NASA hat ja nun seit fast einem Jahr keinen echten Chef. Jared Isaacman, der Milliardär, Jetpilot und Commander der ersten rein privaten Orbitalmission Inspiration 4, muss nun erneut vor dem US-Kongress antreten. Am 3. Dezember, da ist eine zweite Anhörung im zuständigen Komitee angesetzt, um seine Nominierung als NASA-Administrator weiter zu prüfen. Schon bei der ersten Runde war deutlich geworden, dass Isaacmans Nähe zu SpaceX und seine Rolle in ambitionierten Privatmissionen wie Polaris Dawn politisch nicht unumstritten sind.
Unterstützer verweisen auf seine unternehmerischen Erfolge und seine Leidenschaft für Raumfahrt. Kritiker sehen Interessenskonflikte. Was den USA dabei vielleicht mal ganz gut tut, Jareds Kandidatur wird sowohl von namhaften Demokraten als auch von Republikanern unterstützt. Was die Bekanntheit von Isaac Mann auch gesteigert hat, seine Idee, das Hubble privat zu reboosten. Das wurde von der NASA zwar abgelehnt, doch die Idee scheint nicht so schlecht zu sein, denn das NASA-Weltraumteleskop Swift droht unkontrolliert abzustürzen. Nun soll tatsächlich eine private Rettungsmission das fast 20 Jahre alte Observatorium stabilisieren. Der Auftrag ging an Catalyst Space Technologies, die 2026 ein robotisches Service-Raumschiff ins All schicken werden. Der Start, der erfolgt dann mit einer Pegasus XL. Das ist eine Feststoffrakete, die von Northrop Grumman gebaut wird und die wird dann von einem Trägerflugzeug abgeworfen. Das Mini-Raumschiff von Catalyst, das soll dann Swift in rund 2 Wochen Flug einholen und dann per Roboterarm greifen und zurück in seinen ursprünglichen Orbit von 600 Kilometer bringen. Die Mission, die ist hochriskant, da Swift nie für Wartung ausgelegt war. Gelingt die Operation, wäre es das erste Mal, dass ein privates Raumfahrzeug einen staatlichen Satelliten rettet. Und ein möglicher Auftakt für viele ähnliche Missionen in der Zukunft. By the way, auch eine Fähigkeit, bei der Militärs feuchte Augen bekommen. Apropos feuchte Augen. Dass es einen deutschen Kanal gibt, der sich nur mit Raumfahrt beschäftigt. Das ist zu einem ganz, ganz großen Teil der Verdienst der Senkrechtstarter Schutzengel. Also aller Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Vielen Dank für euren Rückhalt. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, die Raumfahrtbegeisterung im deutschen Sprachraum zu verbreiten, genau unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Extra bekommst du ja dann die News schon am Samstag und komplett werbefrei. Vielen Dank. Die kommende Woche noch im Schnelldurchgang am Dienstag, 25. November. Da steht ein Ersatzflug in China an. Shenzhou 22 wird leer gestartet und ersetzt das beschädigte Rückkehrmodul von Shenzhou 20 an der Tiangong-Raumstation. Ebenfalls für den 25. November geplanten russische Angara 1-2-Start mit geheimer Kosmos-Nutzlast vom Kosmodrom Plesetsk. Am Mittwoch, 26. November, da plant Südkorea den Start eines Erdbeobachtungssatelliten in eine sonnensynchrone Umlaufbahn mit der eigenen Nuri-Rakete vom Naro Space Center. Noch am selben Tag bringt SpaceX beim 15. Transporterflug eine Vielzahl von Kleinsatelliten ins All. Start ist von Vandenberg. Für Donnerstag, 27. November, da steht ein Start mit Crew zur ISS an, Soyuz MS-28. Und am Samstag, 30. November, sollen gleich mehrere Missionen starten. Eine chinesische Langer Marsch 8A mit noch geheimer Nutzlast sowie 2 weitere Falcon 9 mit Starlinks. Und dann ein Vega-C-Start mit einem südkoreanischen Erdbeobachtungssatellit von Kourou aus. Danke an Jewett fürs Unterstützen des Videos. Wenn ihr Bock habt, Jewett selbst zu testen, nutzt meinen Link und den Code Senkrechtstarter für 10% Rabatt auf eure erste Bestellung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.